Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi und ich freue mich, dass du heute mit mir zusammen meine Häkelarbeiten anschauen möchtest. Dienstags kommt immer ein Video zum Diamond Painting und heute Samstag kommt ein Video zu meinen Häkelarbeiten. Ja, du siehst es hier schon. Das ist das vierte Granny, also das vierte Quadrat, was ich gehäkelt habe. Und das ist mit diesem Noppenmuster, eine Reihe Stäbchen, eine Reihe Noppenmuster. Und das kommt, also die Anleitung zu diesem Granny, kommt am Sonntag. Das ist ein Garn von den Märchengarn. Das war in meinem Wollpaket mit drin. Das ist vierfädig. Und das hier ist auch mit einer 4er Nadel gehäkelt. Das hier sind 15 Reihen und ja, ich finde das eigentlich schön ausreichend. Mal gucken, mich hat es gerade mal interessiert, wenn das so locker liegt. 34 cm, also das ist doch ja ganz schön. Ich häkel immer so Grannies, ein paar Stück. Das ist jetzt wie gesagt das vierte. Und die will ich später irgendwann, wenn ich genug habe, zu einer Decke zusammenfügen. Also immer mal so ein bisschen. Und ich dachte, die Muster teile ich auch mit dir. Denn wenn man mal Lust hat, man ist ja nicht gebunden, das nur 15 Reihen zu machen, sondern man kann das ja so groß machen, wie man möchte. Man kann auch die Muster miteinander verbinden, dass man erst dieses Muster häkelt, dann ein anderes noch drauf. Also das kann man ja gestalten, wie man das selbst gern hätte. Ja, wie gesagt, am Sonntag kommt dieses Granny raus. Ja, und dann muss ich ja wirklich sagen, ich habe gar nicht so viel gehandarbeitet. Das ist aber auch dem verschuldet, ja, dass ich was an der rechten Schulter habe. Das tut halt gerade beim Häkeln mit der Bewegung, ist es nicht so angenehm, aber gut, ich bin dran und man muss noch gucken, was da jetzt ist, rauskommt oder was genau die Ursache ist einfach. Aber dadurch wachsen halt meine Häkelarbeiten jetzt leider ein Stückchen langsamer. Ich wollte eigentlich gar nichts dazu sagen, aber ja, irgendwie finde ich, das solltest du schon wissen. Denn man wundert sich ja auch in einer Woche und dann nur so wenig in Anführungsstrichen und sonst ein bisschen mehr. Ja, genau, so. Ja, dann, stopp, dann zeige ich zuerst die Sachen, an denen ich ein bisschen weiter gehäkelt habe. Zwar nicht viel, wie gesagt, aber wenigstens ein bisschen was. Und dann zeige ich dir meinen Plan für die kommende Woche. Aber ob ich den dann so schaffe, das, wie gesagt, weiß ich nicht so genau. Ja, als allererstes einmal das Herzchentuch. Wie gesagt, dazu mache ich auch eine Anleitung, aber nicht mit der 4er Nadel, sondern mit der 3er Nadel. Das hier häkle ich jetzt, wie gesagt, mit einer 4er Nadel. Habe ich ein bisschen getüftelt und jetzt gefällt es mir sehr gut. Das hier ist der Bobbel von Miss Pimpinella, einem Etsy-Shop. Moment, hier, da, wenn ihr den Code scannt, kommt ihr direkt dorthin. Das ist die 2422, hat 900 Meter, ist vierfädig und mich hat er halt sehr schön an so einen schönen Seerosenteich erinnert, der Bobbel. Ich bin jetzt hier im Übergang zu dem Grün und da hatte ich ja gesagt, dass ich das mit einem neuen Muster machen werde. Nicht mehr mit dem Herzchenmuster, sondern mit einem neuen Muster. Und da bin ich noch ein bisschen am Überlegen. Ich dachte mir erst, dass ich Reliefstäbchen mache
aber ja, die sieht man dann nur von der einen Seite und das gefällt mir dann nicht. Und deswegen hatte ich dann überlegt, ob ich dieses Noppenmuster noch mache, dran häkel. Aber das ist auch so, dann dachte ich so Muscheln, aber ich finde die Muscheln nehmen dann den Effekt von den Herzchen. Also ich weiß noch nicht, oder ob ich einfach nur Stäbchen weiter häkel. Da kannst du mir gerne mal deine Meinung in die Kommentare schreiben, denn ich bin mir da wirklich, wirklich unschlüssig. Ich möchte trotzdem ein bisschen was halt zu den Herzchen einfach passt. Ja, vielleicht hast du hier eine Idee und dann kannst du mir das, wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben. Ja, da würde ich mich mega freuen, denn momentan ist mein Kopf da ein bisschen leer. Warum auch immer. Ich meine, ich weiß warum, aber trotzdem, du kannst es mir gerne mal sagen, was du Schönes dazu häkeln würdest. Ja, das sind die Herzchen, die sind halt, wenn man sie so guckt, etwas unförmig. Aber wenn man sie nachher so ein bisschen spannt, kommen da halt schöne Herzchen raus. Dieser Noppen geht halt immer nach oben, aber das geht halt später weg. Wurde mir zumindest gesagt. Ich probiere es auch aus und halte dich da auf dem Laufenden. Denn wenn man die Fotos im Internet sieht von den Herzchen-Sachen hier, von so Muster, da sehen die immer fantastisch aus, ohne dass sich das nach oben trillert. Aber bei mir trillert es sich. Manche nicht, hier zum Beispiel nicht, aber manche halt schon. Oder der größtenteils trillert sich nach oben. Ja, genau. Ja, da habe ich, wie gesagt, ein bisschen dran weiter gehäkelt. Da war der letzte Stand, den ich dir gezeigt habe. Na, hier. Und dann kamen da die 3 Reihen, so nach dem Motto, einmal drüber. Wobei das Tuch hier jetzt auch eine gewisse Spannweite schon hat. Und dadurch brauchen die Reihen ja auch einfach ein bisschen länger. Aber das ist, ja, hat das Tuch halt so an sich, ne? Das kennst du bestimmt. Ja. So, und hier siehst du, hier habe ich einmal aufgehört, weil ich nicht wusste, ob ich da wirklich Stäbchen weitermachen soll oder ja, was für ein Muster ich nehmen soll. Ich wollte einmal die Stäbchen drüber setzen, damit das Herz halt zur Geltung kommt. Und dann habe ich nochmal Stäbchen drüber gesetzt und dann dachte ich, ach nee, nur Stäbchen, irgendwie möchte ich das nicht. Und deswegen hat das dann gestoppt, das Tuch. Genau. Ja. Und wie gesagt, das hier mit dem rosa Verlauf in das Grün, das hat mir mega gut gefallen. Also es gefällt mir auch mega. Sehr, sehr, sehr schön. Ein wunderschöner Bobbel, muss ich sagen. Ganz toll. Und auch ganz weich. Also der Bobbel besteht aus 50 Baumwolle und 50 Polyacryl und ist wirklich sehr angenehm anzufassen. Also top. Von Miss Pebbles bestelle ich auch immer gerne, weil ich weiß, da ist eine gute oder mega Qualität hinten dran. Also ist auch ein super netter Kontakt. Ja, also sie gibt über alles Bescheid, über deine Bestellung. Wenn du Fragen hast, schreibt sie zurück. Also top. Wirklich, wirklich toll. Ja, und dann kommen wir zu dem Vergleichstuch. Da habe ich ja hier angefangen mit der Dreiernadel, mit dieser. Aber hier springt mir immer ein Faden. Also ich kriege die 4 Fäden nicht immer mit der Nadel gegriffen und dann springt mir immer einer weg. Und deswegen habe ich das gerade getauscht zu hier dieser Nadel, die Dreiernadel. Ich nehme auch an, weil der Kopf da, siehst du das, so ein bisschen feiner ist einfach hier bei der weißen. Und dass das deswegen halt ist, dass er da ein wenig springt, der Faden. Was aber nicht schlimm ist.
Ich häkel trotzdem sehr gerne mit ihr. Sie ist wirklich schön, liegt schön in der Hand. Und das Garn kleidet, wie gesagt, auch super drüber. Aber bei dem vierfädigen habe ich es jetzt gegen die andere einfach getauscht. Ja, hier wohnt einmal der Bobbel Wirklichkeit drin, sind 100 Gramm, sind 380 Meter von den Märchengarnen, 50 Baumwolle, 50 Polyacryl. Das ist jetzt noch übrig bei ihm. Ich finde auch, dass der einen schönen Verlauf hat. Also, ich meine, das ist ja alles dieselben Farben auf die 100 Gramm. Aber trotzdem gefällt er mir wirklich sehr, sehr gut. Der ist einmal irgendwie Winter und Frühling zusammen. Gerade so der Übergang. Ja, und da habe ich ja hier mit der Dreiernadel diese Herzchen gehäkelt. Und ich muss sagen, hier liegen die Nupsen schon ein bisschen besser. Du siehst es hier unten, sie drehen sich trotzdem, so ein, zwei drehen sich nach oben, aber halt nicht so viele wie bei hier dem Tuch. Ja, und ich finde auch hier bei dem Dreier, da sieht man das besser. Da kommen die Herzchen ein bisschen feiner, filigraner einfach raus. Genau. Also sehr, sehr schön. Das hier Garn ist so ein bisschen fester wie hier das. Das hier ist schön weich. Das ist ein bisschen griffiger. Nicht unangenehm, aber ein bisschen griffiger. Aber der hatte auch 50, ja, 50, 50. Ja. Und da hatte ich dir das Tuch, also letzten Samstag, hier gezeigt. Und da kam halt das Stückchen dazu. Ja, auch schön. Also wirklich auch eine schöne Qualität zum Häkeln. Angenehm, wie gesagt, in der Hand. Da kommt jetzt die nächste Reihe der Herzchen einmal drauf. Und wenn ich die Anleitung mache, ich habe damit noch nicht angefangen, aber wenn ich sie anfange, werde ich das mit diesem hier zeigen, also mit einer Dreiernadel, weil das wirklich einfach ein bisschen besser rauskommt. Und hier siehst du, manche drehen sich halt. Ja, aber ich finde das jetzt nicht schlimm. Das kriegt man bestimmt mit Spannen hin, dass die nach unten gehen. Ja, aber du siehst auch hier, es sind wirklich nur ein paar. Ja, da die zwei drehen sich schon wieder, die hier jetzt nicht. Hier unten die zwei drehen sich, die hier. Ja, ja. Also, naja, gut. Ach so, und hier hatte ich auch gehäkelt einmal, dass sie halt richtig rumliegen. Also wenn du das Tuch anhast, dass das Herzen richtig rum ist. Und die hier Herzchen, die liegen halt nachher verkehrt herum. Ja. Aber mich hat das, wie gesagt, nicht gestört. Und ich werde auch die Anleitung nach diesem Muster hier machen, sodass die Herzen halt verkehrt herumliegen. Vielleicht, wenn genug Stimmen da sind, werde ich das hier noch zeigen. Aber ich finde halt, wenn man da so ein bisschen zieht, wird das halt unförmig. Das ist okay. Ja, hier der Nopsi dreht sich zum Beispiel und dann sieht es nachher aus wie ein Loch. Ja, und deswegen werde ich das hier zeigen. Ne? Ich glaube, das ist schöner für dich, wenn du das nachhäkeln möchtest. Bei hier dem müsste ich noch ein bisschen tüfteln, wie man das richtig schön hinbekommt. Ja, müsste ich mir mal überlegen. Das weiß ich jetzt noch nicht, aber ich finde, erstmal das eine, dann das andere. Ja, ich würde gerne dann in der nächsten Woche einmal das Tuch hier noch ein bisschen weiterbringen. Hier das kleine und hier bei dem halt das nächste Muster anfangen. Deswegen gib mir da gerne bitte ein paar Vorschläge. Und dann würde ich gerne endlich mal wieder
an meinem Hexagon weiter häkeln. Daraus soll ja das Kleid werden. Du siehst es, aber ich habe nicht weiter gehäkelt. Da ist der Markierer und es kam nichts dazu. Das Muster hier habe ich auch als ein Granny gehäkelt und das ist schon online. Ja, das ist das zweite Hexagon aus dem Flowers Moonlight. Yarn Art ist das. Es hat hier die Zusammensetzung, hat 1000 Meter und wie gesagt, den habe ich zweimal. Und das zweite Hexagon ist einmal hier und da ist noch der Rest sozusagen. Sieht man das überhaupt? Da drin, der Knäuel, der Restknäuel. Ich will jetzt nicht zu doll da rausholen, sonst habe ich nachher da ein wenig geknuddelt. Das ist auch mit einer Dreiernadel gehäkelt. Und, Moment, ich wurde gefragt, daraus habe ich ganz vergessen zu erzählen, wie man sich das vorstellen kann, dass vorne ein Ausschnitt hinkommt. Also ich werde das ja hier, das hier ist der Körper und das ist der Arm. Hier oben wird jetzt zugehäkelt. Hinten am Rücken wird mit dem zweiten Hexagon, Moment, so. Also das wäre ja dann genauso groß. Das kommt dann auch hier hinten dran. So, und dann wird das ja einmal hier hinten zugehäkelt und ich werde es vorne nur so weit zuhäkeln, wie es mir gefällt. Also ja nicht komplett. Wie gesagt, nur so weit, dass ich ja noch meinen Kopf durchbekomme und auch so ein bisschen Ausschnitt habe. Und deswegen bleibt das hier dann einfach offen. Und ja, der Rest wird halt zugehäkelt. Einmal am Rücken komplett, hier an den Armen. Da weiß ich noch nicht, das muss ich mir wie gesagt dann einmal anziehen, ob ich das dann hier komplett schließe bis zur Ecke und den hier dann sozusagen nahtlos anlege. Ja, aber ich gehe davon aus, dass ich hier die Ecken sozusagen auflasse, dass die auch so ein bisschen runterfallen und dann einmal nur so häkel und dann hier wieder den Arm mit zuhäkel. Aber das muss ich alles sehen, wenn ich das endlich mal vorangetrieben habe. Und dann soll halt da noch ein Rock mit dran kommen aus dem dunklen Braun hier. Und hoffentlich ist das dann zu Weihnachten dieses Jahr, also 2025, fertig. Ja, genau. Aber das möchte ich auch gern jetzt die Woche ein bisschen häkeln. Ich muss mal gucken, wie das funktioniert mit der Schulter. Das wird sich zeigen. Manche kennen das vielleicht. Und ja, ich hoffe, da habt ihr ein bisschen Verständnis. Es ist, wie es ist. Ich kann es nicht ändern, leider. Ich würde gerne. Ich habe das alles hinausgezögert mit zum Arzt gehen und alles. Ach, egal. Ja, das waren meine Häkelprojekte von dieser Woche. Zwar nur ein bisschen, aber immerhin. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. In diesem Sinne, bleib gesund, hab noch ein wunderschönes Wochenende und einen wundervollen Tag. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Und hören natürlich. In diesem Sinne, mach's gut. Tschüss.